Moin, ein neues Video. Heute geht es um Bikepacking mit Drohne. Braucht man eine Drohne beim Bikepacking? Nee, natürlich nicht. Aber ist manchmal schon ganz cool. Und wer meine Videos gesehen hat, der weiß, dass ich manchmal eine Drohne dabei habe. Und was ich damit mache und welche Drohne ich dabei mitnehme, das zeige ich euch in diesem Video. Es geht hier nicht um das perfekte Video mit Drohnen. Da bin ich nicht der Experte für und da findet ihr auch 1000 andere Videos auf YouTube zu, sondern wie ich beim Bikepacking mit der Drohne umgehe. Also zuallererst natürlich die Frage, welche Drohne nehme ich überhaupt mit fürs Bikepacking? Und da war für mich eindeutig das Hauptkriterium Packmaß und Gewicht. Ja, ahnt es wahrscheinlich schon. Angefangen habe ich mit einer DJI Spark vor gut 2 Jahren. Mit der war ich in Montenegro unterwegs. Die war schon ziemlich perfekt für meine Ansprüche, aber die hatte 2 Nachteile. Die war zum einen nicht faltbar, deswegen war sie dann doch relativ groß, obwohl sie eigentlich nicht sonderlich groß ist. Und was aber noch viel wichtiger war oder schwerwiegender war, der Controller hatte Sticks, die nicht abnehmbar waren und damit war sie dann doch ziemlich schwierig zu verpacken. Ja, ich bin deswegen dann ziemlich schnell umgestiegen auf eine DJI Mavic Mini. Hier ist sie, genau. Und das ist sie auch nach wie vor. Ja, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, die DJI Mavic Mini. Die ist natürlich beeindruckend klein, ist faltbar, was sie noch kleiner macht, ist super leicht verstaubar und wiegt auch nur 250 Gramm. Ja, also das ist schon ziemlich perfekt, um sie irgendwie doch noch in die Bikepacking-Taschen irgendwo mit unterzubringen. Da findet sich immer Platz für. Genau, der Grund für die Mavic Mini und der Grund, warum ich noch nicht auf die Mavic Mini 2 umgestiegen bin, ist der Controller. Das ist der Controller von der Mavic Mini. Also der hat zum einen die abnehmbaren Sticks. Die sind hier drin versteckt. Das ist schon mal großartig im Unterschied zur Spark. Hier kann man hier einfach raufschrauben. Wenn man sie verliert, kann man die auch nachkaufen. Muss auch gar nicht von DJI sein, gibt es auch im Zubehörhandel von anderen Herstellern. Also das ist tatsächlich hilfreich, weil die ist ja mal gleich doppelt so dick mit den Sticks drauf. Also das hat bei der Spark echt genervt. Also die lassen sich hier sehr schön leicht verstauen. Genau, und die ganze Fernsteuerung ist auch einfach super handlich und klein. Und das hat mich tatsächlich abgehalten davon, die Mini 2 zu kaufen, weil da ist die Fernsteuerung einfach deutlich größer. Die wiegt, ich muss mal kurz nachgucken, also die ist 3 cm länger und 1 cm breiter, ein Tick dicker und wiegt 140 Gramm mehr als der Controller von der Mini 1. Ja, und die Mini 2 hat einfach nicht genug Vorteile für mich, als dass es mir das wert wäre, auf den größeren Controller umzusteigen. Also ein Vorteil wäre, wenn sie Tracking könnte, die Mini 2, kann sie aber auch nicht. Die Spark konnte das übrigens. Habe ich auch schmerzlich vermisst beim Umstieg auf die Mini. Ja, so what. Schauen wir mal, ob da noch was von DJI kommt. Also wenn es eine Mini 3 irgendwann mal gäbe mit Tracking, würde ich vielleicht trotz der größeren Fernsteuerung umsteigen. Ja, und ein anderer Vorteil von der Mini 1 ist, die wird es mit Sicherheit günstiger geben als die Mini 2. Also vielleicht entscheiden sich immer noch Leute von der Mini 1 auf eine Mini 2 zu wechseln und verkaufen ihre Mini 1. Also wenn ihr gerade noch vor der Anschaffung steht und euch fragt, welche ihr nehmen sollt, dann findet ihr die bestimmt gebraucht deutlich günstiger als eine Mini 2. Was auch ein Vorteil ist von der Mini gegenüber der Spark und auch gegenüber den größeren DJI-Drohnen, die Minis kann man einfach unterwegs per USB aufladen. Ja, also wenn der Akku alle ist und ihr eine Powerbank dabei habt, dann könnt ihr einfach weiterfahren, die Mini nebenbei aufladen und dann beim nächsten Stop weiterfliegen. Also das ging mit der Spark nicht. Habe ich allerdings ehrlich gesagt auch noch nie nutzen müssen, weil die Flugzeit hat mir bislang gereicht und ja, ich musste nie unterwegs aufladen. Zubehör braucht man eigentlich fast gar nicht. Ich habe mir noch nicht mal die Fly More Combo gekauft, sondern nur wirklich die nackte Drohne mit dem Controller. Das Einzige, was ich dazu gekauft habe, ist der Propellerschutz.
Das ist natürlich schon ganz praktisch. Nee, nicht praktisch, und braucht man unbedingt, weil sonst fliegen hier die Propeller irgendwie wild rum. Das funktioniert sonst nicht. Also der ist unabdingbar. Gimbelschutz ist schon dabei. Genau, und dann wickel ich die Drohne tatsächlich nur in irgendwas ein. Eine Socke, ein T-Shirt, Bufftuch und rein in irgendeine Tasche. Also für einen Koffer, Transporttasche habe ich sowieso nicht den Platz. Und bislang ging das super. Die hat mich schon oft begleitet und sieht aus und funktioniert wie am ersten Tag. Also das funktioniert. Den wickel ich auch einfach ein und stecke ihn in die Tasche. Wunderbar. Genau. Ich habe mir dann doch noch einen zweiten Akku gekauft. Aber auf meinen Bikepacking-Reisen habe ich den bislang gar nicht mitgenommen und auch nicht gebraucht. Den setze ich nur ein, wenn ich hier in der Nähe unterwegs bin und explizit irgendwie fliegen will und länger fliegen will und Sachen ausprobieren will. Dann nehme ich einen zweiten Akku mit. Auf meinen Touren habe ich den gar nicht dabei. Da reicht mir der eine Akku, der hier drin ist. 30 Minuten Flugzeit reicht mir für das, was ich unterwegs mache, eigentlich aus. Und wie gesagt, theoretisch könnte ich unterwegs auch aufladen. Aber wie gesagt, habe ich auch noch nie genutzt. Genau, und was ich natürlich auch dabei habe, ist ein Ladegerät. Bei der Drohne ist kein Ladegerät dabei. Ich habe mir hier mal so ein 3-Port 36 Watt Ladegerät besorgt. Also da kann ich 3 Sachen gleichzeitig mit aufladen. Also Drohne, Controller und mein Handy. Ja, das ist großartig. Das ist super klein und leicht. Ja, mehr brauche ich nicht. Großes Kino. Ja, und ganz wichtig für mich, ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier unten klebt ein Garmin-Mount dran. Also den kann man sich für irgendwie ein paar Euro im Internet kaufen. Klebt man einfach hier unten auf den Controller rauf. Ist eigentlich fürs Handy gedacht, aber funktioniert genauso gut hier an diesem Controller. Und dann kann man den ganzen Controller am Garmin oder Wahoo Mount einklicken. Und dann auch die Drohne während der Fahrt steuern. Das zeige ich euch gleich mal. So, bevor ihr jetzt losfliegt, natürlich noch so ein paar Hinweise. Versicherung, Haftpflichtversicherung ist Pflicht. Müsst ihr mal gucken, eure Haftpflichtversicherung, irgendwie, ob die das beinhaltet. Sonst erweitert ihr die, das habe ich gemacht. Das war auch gar kein Problem. Dann müsst ihr euch registrieren beim Luftfahrtbundesamt, also nicht die Drohne, aber euch, als Drohnenpilot, und dann kriegt ihr eine EID und die EID müsst ihr auf die Drohne kleben. Also das gilt auch für eine kleine, leichte Mavic Mini. Klebt ihr hinten drauf, super klein, stört die Mini überhaupt nicht. Das ist Pflicht, um in Europa fliegen zu dürfen. Was ihr nicht braucht, ist ein Drohnenführerschein oder Kompetenznachweis. Auch, also nicht für die Mini jedenfalls. Ich habe ihn trotzdem gemacht, geht auch beim Luftfahrtbundesamt, ist auch nicht sonderlich schwer, ein bisschen was lernen, ein paar Fragen beantworten und bestanden. Ich habe den dann auf meinem Handy immer dabei. Genau, falls doch mal einer fragt, kann man sich einfach als PDF hier abspeichern. Das reicht auch völlig aus. Genau. Und das ist wirklich großartig, dass es jetzt die EU-Verordnung gibt. Also vor 2 Jahren gab es die noch nicht. Da sind wir durch halb Europa gefahren und das war super nervig. Wir mussten irgendwie für jedes Land einzeln rausfinden, was gilt und was nicht. In einigen Ländern war das super kompliziert. In Österreich zum Beispiel konnten wir gar nicht die Drohne benutzen. In Montenegro, gut, ist jetzt nicht EU, da mussten wir uns auch extra registrieren. Das fällt jetzt alles weg. EU-weit gilt jetzt die gleichen Regeln. Das ist großartig. Und ja, was ihr auch beachten müsst, schön in Sichtweite bleiben mit der Drohne, maximal 120 Meter hochfliegen. Und ich habe auch auf dem Handy drauf 2 Apps, Drohnik und AirMap. Da könnt ihr mal sehen, ob ihr da, wo ihr gerade seid, überfliegen dürft oder nicht. Da solltet ihr euch auch unbedingt dran halten. So, genug geredet, jetzt mal ein bisschen Praxis. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen, die ich mit der Drohne gemacht habe. Also vor allen Dingen kann man natürlich mit der Drohne auch super Fotos machen, also gar nicht unbedingt filmen. Das nutze ich auch tatsächlich sehr viel, quasi so als unendlich langes Stativ. Habe ich ganz viele Bilder gemacht, wie hier zum Beispiel in Montenegro. Das sind Bilder, die kriegt man natürlich nur mit der Drohne hin und das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Ja, das bringt Spaß. Kommen wir zum Fliegen.
Im einfachsten Fall stellt ihr die Drohne einfach in die Luft und fahrt mit dem Rad unter durch. Genau, das sieht auch ganz schick aus. Das kann man auch kombinieren mit einem Dronie. Also stellt ihr auch die Drohne in die Luft und fliegt dann mit einem Dronie, also einem Quickshot-Programm von DJI, einfach nach hinten weg und fahrt in die andere Richtung mit dem Rad weg. Das sieht dann ganz schick aus und kann man zum Beispiel super für einen Abspann von einem Video benutzen. Ja, Rocket Shot kann man auch benutzen, weiterer Quickshot von DJI. Ja, ich habe den hier mal rückwärts abspielen lassen, doppelte Geschwindigkeit. Mit dem richtigen Hintergrund sieht das wahrscheinlich auch ganz schick aus. Vielleicht auf irgendeiner Klippe am Meer, hier auf der Wiese, vielleicht nicht ganz so spannend, aber trotzdem mal ganz nett. Ja, ein bisschen komplizierter ist es dann natürlich, die Drohne während des Fahrens selber zu steuern. Aber gut, dafür habe ich sie auf meinem Vorbau montiert und das funktioniert auch. Also hier zum Beispiel von der Seite uns gefilmt beim Fahren. Muss man ein bisschen üben, ausprobieren, dann klappt das aber schon. Noch ein bisschen schwieriger ist, die Drohne vor einem herfliegen zu lassen und sie dann auch wirklich gerade vor einem zu lassen und rückwärts zu fliegen. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man auch das hin. Ja, vielleicht auch noch ganz wichtig für halbwegs gelungene Videoaufnahmen. Die Drohne kann ja verschiedene Modien fliegen. C für Cinematic, P, N für Normal und S für Sport. Sport ist wahrscheinlich echt ganz spaßig, aber ich kriege damit keine vernünftigen Aufnahmen hin. Ich fliege tatsächlich im Cinematic-Modus, also im C-Modus. Dann fährt sie oder fliegt sie maximal 15 km/h schnell. Aber viel wichtiger ist, sie dreht sich auch ganz langsam nur. Auch der Gimbal schwenkt sich ganz langsam. Damit kriegt man dann wirklich beeindruckend, fast kinoartige Aufnahmen hin. Also mit dem Wahoo Mount kann ich, wie gesagt, die Controller direkt auf dem Vorbau. Da habe ich hier einen Wahoo Mount dran. Einfach raufdrehen und kann die Drohne dann super während der Fahrt steuern. Also es ist total stabil und ich kann hier sogar während des Lenkens den Controller bedienen. Das funktioniert echt beeindruckend gut. Und hier ist auch noch genug Platz, auch für meine geliebte Klingel, da passt hier noch vorbei. Ja, das funktioniert super. Im Hintergrund übrigens schon unsere Planung für die nächste Tour. Es geht in die Toskana. Und wir planen tatsächlich sehr gerne mit echten Karten. Irgendwie ist das doch cool, wenn man so das ganze Gebiet auf einen Schlag auf einer Karte sieht und sich schon mal Sachen rausguckt und markiert, die man gerne sehen möchte. Das sind ADFC-Karten mit eingezeichneten Radrouten. Das ist ziemlich cool, finde ich. Da hat er schon mal eine grobe Vorstellung, wie die Route laufen könnte. Und dann planen wir das am Ende dann nochmal im Detail mit Komoot zu Ende. Ja, wenn einer von euch schon mal in der Toskana mit dem Rad unterwegs war, bin ich sehr interessiert noch an Tipps und Tricks und was ihr unbedingt empfehlen würdet, wo man super lang fahren kann mit dem Gravelbike und was man unbedingt gesehen haben sollte. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.